Hallo, mein Name ist Dirk Schamer, ich bin Architekt und gebe hier in Siebenlinden Seminare zum Strohballenbau. Bevor ich Architekt geworden bin, habe ich Zimmerer gelernt. Das ist insgesamt jetzt schon 30 Jahre her, dass ich Zimmerer gelernt habe. Genau, und dann bin ich irgendwann zum Ökodorf Siebenlinden gekommen, weil die hier besonders ökologisch bauen wollten. Und das hat mich angesprochen. Ich war auch auf der Suche nach ökologischerer Bauweise, einfacherer Bauweise und habe mit dem Strohbau begonnen. Das war 1999. Und seitdem beschäftige ich mich mit dieser Bauweise. Und fast genauso lange gebe ich hier in Siebenlinden auch Seminare, gefühlte Ewigkeit. Die Strohbauweise, was ist das eigentlich? Wir haben herausgefunden, dass wir mit Strohballen vom Acker nebenan gute Häuser bauen können, sehr komfortable Häuser, wohngesunde Häuser und umweltfreundliche Häuser und dass man das mit Menschen für Menschen aus der Region machen kann. Das heißt, die Wertschöpfung findet auch hier statt. Und damit habe ich mich die letzten 20 Jahre beschäftigt. Das heißt eben auch, als wir damit angefangen haben, hier auch im Ökodorf Siebenlinden, ging das noch nicht einfach so, denn das war quasi nicht zulässig. Das heißt, wir haben erstmal die Grundlagenforschung dazu gemacht, viele Versuche und Untersuchungen zum Wärmeschutz, zum Brandschutz, zum Schallschutz und zum Feuchteschutz gemacht. Und schlussendlich eben hier Haus für Haus gebaut, seit 1999, wo eben hier das erste Strohhaus auch entstanden ist, auch das erste in Deutschland entstanden ist, immer weiter gebaut und die Bauweise entwickelt. Und das ist eben diese ganze Entwicklung, diese letzten 2 Jahrzehnte Strohbauentwicklung, die können wir hier in Siebenlinden zeigen. Das machen wir auch in dem Seminar in Theorieform, aber eben auch, wir gucken uns die Häuser an, von innen und von außen. Und man sieht ganz wunderbar, wie sich das weiterentwickelt hat. Also das, was wir am Anfang gedacht haben, was funktioniert und was sich am Ende jetzt bewährt hat. Und das werden wir zusammen angucken. Und ich werde da viel zu erzählen. Genau. Für mich persönlich ist es so, warum mache ich denn das eigentlich? Ich habe mich irgendwann in diese Bauweise verliebt, eigentlich ins Stroh verliebt, ins Holz verliebt und in den Lehm verliebt. Das Stroh ist einfach ein sympathisches Material, so wie das Holz, die Oberfläche, der Geruch auch beim Lehm genauso. Und bin da hängen geblieben. Eine kleine Besonderheit sind auch noch die runden Leibungen, die runden Kanten, die mag ich auch besonders. Und freue mich immer über jeden, der sich daran auch erfreut. So, das heißt nicht, dass man unbedingt so bauen muss, wie wir mit Stroh bauen. Das kann man auch ganz anders machen. Aber die Idee ist eben, einfach zu bauen und so zu bauen, dass es eben für alle reicht. Das heißt, für die Menschen heute genug da ist, aber auch für die, die nach uns kommen, die Ressourcen nicht verbraucht sind, wenig Emissionen dabei entstanden sind, wenig Energie verbraucht wurde. Ich würde mich freuen, wenn ihr neugierig geworden seid und ich euch bei einem meiner Seminare hier in Siebenlinden begrüßen darf.